habe mal wieder per Mail eine Einladung erhalten. So eine mit ganz vielen Ausrufezeichen. Ich wurde eingeladen, bei den Annals of Surgical Case Reports einen Artikel einzureichen. Angeblich, weil ich Expertise in dem Gebiet habe. Allerdings habe ich keine Ahnung von Chirurgie und auch keinen passenden Patientenfall. Aber sehen wir dies als Übung an. Wie würde ich vorgehen, wollte ich tatsächlich so einen Artikel für diese eher weniger seriös erscheinende Zeitschrift schreiben. Als erstes schauen wir uns die Anforderungen der Zeitschrift näher an. Das Manuskript soll auf Englisch sein, doppelter Zeilenabstand, nummerierte Seiten in einem Word-File. Ich bereite mir ein leeres File mit den entsprechenden Formatierungen vor. Beim Artikeltyp wähle ich Case Report. Dieser soll maximal 1200 bis 1600 Wörter lang sein. Benötigt wird ein Begleitschreiben, die Aufteilung ist Abstract, Einleitung, Material und Methoden, Resultate und Diskussion, Referenzen. Aber braucht es für einen Fallbericht wirklich Material und Methoden? Ich schaue mir zur Orientierung 1 oder 2 Artikel an, die bereits in der Zeitschrift erschienen sind. Es kann also auch Case Presentation heißen, statt Material und Methoden. Interessant wird es weiter unten in der Anleitung. Es handelt sich um ein Open Access Journal, daher sind Article Processing Charges fällig. Hier zwischen 1800 und 3600 US-Dollar. Diese werden auch fällig, wenn man den Artikel zurückzieht, während er im Review-Prozess steckt oder später. Für ein seriöses Journal wäre das eine unübliche Praxis. Zum Verfassen von Fallberichten gibt es eine allgemein anerkannte Checkliste, CARE. CARE steht hier für Case Report. Es gibt auch eine Anleitung dazu, die sich auf jeden Fall zu lesen lohnt. Man beginnt nämlich am Ende der Checkliste mit der Einverständniserklärung des Patienten oder der Patientin. Ohne dieses Einverständnis darf man die Patientendaten nicht für die Publikation nutzen. Der größte Teil des Artikels besteht natürlich aus dem Fall selber. Detaillierte Informationen zur Patientin, ein zeitlicher Verlauf der Erkrankung, Laborberichte, Diagnosestellung mit Abbildungen, therapeutische Interventionen, Follow-up und Outcomes. Irgendetwas an dem Fall muss unerwartet oder außergewöhnlich sein. Man soll beim Lesen etwas dazulernen, sonst lohnt es sich nicht, ihn zu publizieren. Manchmal sind es spezielle Symptome, die einen bei einer ungewöhnlichen Diagnosestellung weiterhelfen. Manchmal ist es eine spezielle Intervention, die den Fall voranbringt oder ungewöhnliche Nebenwirkungen hat. Da aber die Kontrollgruppe fehlt, ist es umso wichtiger, den zeitlichen Zusammenhang darzustellen. Für 2 Stellen im Manuskript benötigen wir eine Literatursuche. Einerseits für die Einleitung, den Hintergrund, wo wir zum Beispiel beschreiben, wie häufig die Erkrankung ist und wie sie üblicherweise behandelt würde. Und dann in der Diskussion, wo wir beschreiben, was in der Literatur bereits bekannt ist und wie unser Fall die bestehende Literatur ergänzen kann. Möglich ist auch ein kurzer Review von anderen Fallberichten. Wie gesagt, ich habe keinen interessanten, in irgendeiner Form außergewöhnlichen Fall zur Hand. Aus aktuellem Anlass wählen wir daher den Fall einer sportlichen Frau im mittleren Alter mit einer distalen Fibulafraktur. Wir suchen also in PubMed nach entsprechender Literatur, wie man diese Fraktur behandelt. Ich tippe in der einfachen Suche die Suchbegriffe ein. Dabei erhalte ich 1301 Treffer. Ich gehe in die Advanced Search und schaue mir an, wie PubMed die Suche umgesetzt hat. So ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ich kopiere die relevanten Medical Subject Headings, MESH, für die Fibula und den Knochenbruch. Es gibt kein eigenes Heading für die Fibulafraktur, wohl aber für andere Knochenbrüche. Das habe ich in der MESH-Datenbank nachgeschaut. Dann ergänze ich durch Suchbegriffe in Titel und Abstract. Das ergibt mir 1604 Referenzen. Ich schränke diese auf die letzten 15 Jahre sowie Reviews und Systematic Reviews ein. So sind es noch 100 Referenzen. Meine Sortierung ist nach Datum, also die neueste Literatur zuoberst. Die Grundeinstellung wäre, dass die relevantesten Artikel zuoberst erscheinen, aber ich bevorzuge die neuesten. Diese Referenzen kann ich nun durchgehen und passende Artikel näher anschauen. Ich kann die Suche aber auch noch weiter einschränken auf chirurgisch versorgte oder dislozierte Brüche. Wir wollen ja in den Annals of Surgical Case Reports publizieren.
Bei passenden Artikeln kann ich außerdem weiter unten ähnliche Artikel anschauen. Hier hat es zum Beispiel eine relevante Umfrage, die ich bei der Einschränkung auf Reviews nicht gefunden hätte. Diese Artikel lese ich nun im Volltext. Damit haben wir genügend Material für die kurze Einleitung. Die Inhalte für den eigentlichen Fallbericht entnehmen wir der Krankengeschichte. Ich hoffe, dieses Video erleichtert den Start beim Schreiben eines Fallberichts. Schreibt mir Fragen dazu einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.